In einem kleinen Dort lebte ein Mädchen namens Sarah. Sie lebte in einem kleinen Dorf zwischen den Bergen. Das Dorf war grün und schön. Aber das Leben war schwer. Sarahs Familie war arm. Ihr Vater war Bauer. Ihre Mutter verkaufte Gemüse. Sarah war erst 9 Jahre alt. Aber sie hatte einen großen Traum. »Ich möchte Ärztin werden«, sagte sie. Ihr Vater lächelte traurig. »Sarah, Ärztin zu werden ist sehr schwer. Wir haben nicht genug Geld«, sagte er. Aber Sarah gab nicht auf. »Ich werde hart lernen. Ich werde einen Weg finden«, sagte sie entschlossen. Sie erinnerte sich an einen freundlichen Arzt. Dieser Arzt hatte ihrem Bruder geholfen, als er krank war. Dieser Moment machte Sarahs Wunsch stark. Sie wollte Menschen helfen und ihnen ihre Schmerzen nehmen. Jeden Tag ging Sarah zur Schule. Sie hatte keine Schuhe und ihre Tasche war alt und zerrissen. Aber das war ihr egal. Sarah liebte die Schule und das Lernen. Ihre Lehrerin hieß Frau Meier. Sie war sehr freundlich und immer hilfsbereit. Frau Meier sagte oft: »Sarah, du kannst alles schaffen, wenn du hart arbeitest.« Am Abend, wenn das Dorf ruhig war, lernte Sarah. Sie las ihre Bücher unter einer kleinen Lampe, die schwach leuchtete. Sie wusste, ihr Traum war weit weg. Aber sie glaubte an sich und ihre Fähigkeiten. Sarahs Reise hatte begonnen. Sie wollte ihr Leben ändern und anderen helfen. Jeden Morgen stand Sarah sehr früh auf, noch bevor die Sonne aufging. Aber sie war bereit, ihr Ziel zu erreichen. Sie packte ihre alten Bücher ein und ging los zur Schule. Die Schule war weit weg, und Sarah musste 1 Stunde laufen. Der Weg war nicht leicht, manchmal war er schlammig, und ihre Füße wurden schmutzig. Manchmal war die Sonne sehr heiß, und dann war sie müde und durstig. Auf dem Weg sah Sarah Kühe, Ziegen und große Bäume. Sie mochte die Vögel, die in den Bäumen sangen, und die frische Luft, die sie einatmete. »Eines Tages werde ich mit dem Auto zur Schule fahren«, dachte Sarah voller Hoffnung. In der Schule hatte Sarah keine neuen Bücher oder Stifte. Ihr Heft war klein und fast voll. Aber sie hörte nicht auf zu schreiben und zu lernen. Frau Meier gab ihr extra Blätter, wenn sie mehr Platz benötigte. »Danke, Frau Meier«, sagte Sarah mit einem großen Lächeln. Frau Meier sagte immer: »Sarah, du bist klug. Arbeite weiter hart.« Nach der Schule ging Sarah wieder nach Hause. Sie war müde von dem langen Tag. Aber sie war glücklich, denn sie hatte etwas Neues gelernt. Auch wenn der Weg lang und schwer war, wusste Sarah: es lohnt sich. Jeder Schritt brachte sie näher an ihren Traum. Frau Meier war Sarahs Lehrerin. Sie war freundlich und lächelte oft. Sie liebte es zu unterrichten und ihren Schülern zu helfen. Eines Tages sah Frau Meier, dass Sarah nach dem Unterricht blieb und in einem großen Buch las. Es hatte viele schwere Wörter. »Sarah, warum liest du dieses Buch?« fragte Frau Meier neugierig. »Ich möchte Ärztin werden«, sagte Sarah mit glühenden Augen. »Aber es ist schwer. Ich verstehe nicht alle Wörter.« Frau Meier setzte sich neben Sarah und lächelte ermutigend. »Sarah, du bist sehr klug«, sagte sie. »Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Du musst nur weiter lernen und niemals aufgeben.« Sarahs Augen leuchteten voller Hoffnung und Entschlossenheit. »Wirklich, Frau Meier? Glauben Sie, dass ich Ärztin werden kann?« Die Antwort war für Sarah mehr als nur eine Bestätigung. Es war ein weiterer Schritt auf ihrem Weg zu ihrem großen Traum. »Ja, Sarah«, sagte Frau Meier mit einem freundlichen Lächeln. »Du kannst alles werden, was du willst. Träume immer groß. Und vergiss nicht, ich bin hier, um dir zu helfen.« Sarahs Augen leuchteten vor Freude und Hoffnung.
Von diesem Tag an gab Frau Meier Sarah nach der Schule extra Unterricht. Sie erklärte ihr neue Wörter und half ihr bei Mathe, was Sarah oft schwer fiel. »Danke, Frau Meier«, sagte Sarah voller Stolz und Dankbarkeit. »Ich werde hart lernen. Ich werde Sie stolz machen.« Frau Meier lächelte warm. »Ich bin jetzt schon stolz auf dich, Sarah«, sagte sie. Sarah fühlte sich glücklich und stark. Mit der Hilfe von Frau Meier glaubte sie noch mehr an ihren Traum, Ärztin zu werden. Sarahs Familie lebte in einem kleinen Haus. Sie hatten nicht viel Geld. Ihr Vater arbeitete hart auf den Feldern, und seine Hände waren oft rau und rissig. Ihre Mutter backte frisches Brot und verkaufte es im Dorf, um etwas Geld zu verdienen. Eines Abends sagte ihre Mutter: »Sarah, wir können keine neuen Schulbücher kaufen. Wir haben nicht genug Geld.« Sarah fühlte sich traurig und besorgt. Sie brauchte Bücher zum Lernen und wollte besser werden. Aber sie wollte ihren Eltern keine Sorgen machen. »Ich teile mir die Bücher mit meiner Freundin Amina«, sagte Sarah mutig. »Es wird schon gehen, Mama.« Nach der Schule half Sarah ihrer Mutter. Sie putzte das Haus und passte auf ihren kleinen Bruder auf, der oft viel Aufmerksamkeit brauchte. Manchmal half sie ihrem Vater und trug Wasser vom Brunnen, was zwar anstrengend war, aber sie wusste, dass es wichtig für die Familie war. Auch wenn sie müde war, machte Sarah immer ihre Hausaufgaben. Abends lernte sie lange unter einer kleinen Lampe, die nur schwach leuchtete. Eines Nachts sah ihr Vater sie und war beeindruckt von ihrem Engagement. »Sarah, du arbeitest sehr hart«, sagte er mit einem stolzen Blick. »Ja, Papa«, sagte Sarah mit festem Glauben. »Ich möchte Ärztin werden. Ich will eines Tages Menschen helfen.« Ihr Vater lächelte stolz. »Du machst uns stolz, Sarah«, sagte er, und Sarah fühlte sich warm in ihrem Herzen. Sie wusste, dass ihre Familie es schwer hatte, aber sie war entschlossen, ihren Traum zu verwirklichen. Sie versprach sich selbst: »Ich werde nicht aufgeben. Ich werde hart für meine Träume arbeiten, egal wie schwierig es wird.« Eines Tages saß Sarah vor der Schule. Sie schaute in ihr Heft, das alt und abgenutzt war. Einige Seiten waren kaputt und die Ecken waren zerfleddert. Sie fühlte sich traurig und frustriert, als sie daran dachte, dass andere Schüler neue Bücher hatten. Frau Meier kam vorbei und bemerkte ihren traurigen Gesichtsausdruck. »Sarah, warum bist du so traurig?« fragte sie mit Sorge in der Stimme. »Ich habe keine neuen Bücher oder Hefte«, sagte Sarah leise. »Es ist schwer zu lernen, aber ich gebe mein Bestes.« Frau Meier lächelte verständnisvoll. »Sarah, du bist ein kluges Mädchen. Mach dir keine Sorgen, ich werde dir helfen.« Am nächsten Tag brachte Frau Meier eine große Tasche mit in die Schule. Sie gab sie Sarah mit einem strahlenden Lächeln. In der Tasche waren neue Bücher, bunte Stifte und ein neues Heft. Sarah konnte es kaum glauben. Ihre Augen weiteten sich vor Freude, und ein breites Grinsen erschien auf ihrem Gesicht. »Das ist so nett von Ihnen, Frau Meier«, rief sie aus. Sie fühlte sich unterstützt und motiviert. Jetzt wusste sie, dass sie mit harter Arbeit und Hilfe ihre Ziele erreichen konnte. »Diese sind für dich, Sarah«, sagte Frau Meier und reichte ihr die Tasche mit einem warmen Lächeln. »Du musst weiter hart arbeiten, und ich glaube an dich.« Sarahs Augen füllten sich mit Tränen der Freude und Dankbarkeit. »Danke, Frau Meier, ich werde mein Bestes geben«, sagte sie entschlossen. Von diesem Tag an lernte Sarah noch härter. Sie versprach sich selbst: »Ich werde Frau Meier stolz machen.« Frau Meier glaubte an Sarah.
Sie sagte immer: »Sarah, du kannst alles werden, was du willst. Gib niemals auf.« Eines Mittags saß Sarah unter einem Baum im Schulgarten. Sie aß ihr kleines Mittagessen, das aus einem Stück Brot und etwas Wasser bestand. Es war nicht viel, aber es reichte für sie. Ein Mädchen kam zu ihr. Sie hieß Amina und war neu in der Klasse. »Hallo, ich bin Amina. Darf ich mich zu dir setzen?« fragte sie freundlich. Sarah lächelte und fühlte sich sofort besser. »Ja, natürlich«, sagte sie. Sie fingen an zu reden. Amina erzählte: »Mein Vater hat hier einen neuen Job bekommen. Deshalb sind wir umgezogen. Ich bin ein bisschen nervös.« Sarah mochte Amina sehr. Amina war freundlich und lustig. Sie lachten und erzählten sich Geschichten aus der Schule und von ihren Träumen. Amina sah Sarahs alte Bücher und hielt sie in der Hand. »Deine Bücher sind sehr alt«, sagte sie mit einem kleinen Stirnrunzeln. »Ja«, sagte Sarah. »Wir haben nicht viel Geld für neue Bücher, aber ich lerne gerne.« Am nächsten Tag kam Amina mit einer Überraschung zur Schule. Sie gab Sarah eine kleine Tasche. »Was ist das?« fragte Sarah neugierig und voller Erwartung. »Mach sie auf«, sagte Amina mit einem großen Lächeln auf ihrem Gesicht. In der Tasche waren Stifte, ein Radiergummi und bunte Marker. »Die sind für dich«, sagte Amina fröhlich. »Jetzt kannst du besser schreiben und malen. Ich dachte, sie könnten dir helfen.« Sarah war sehr glücklich und fühlte sich geehrt. »Danke, Amina. Du bist eine echte Freundin«, sagte sie mit strahlenden Augen. Von diesem Tag an wurden Sarah und Amina beste Freundinnen. Sie lernten zusammen in der Schule und halfen sich gegenseitig bei den Hausaufgaben. Und sie träumten von der Zukunft, die voller Möglichkeiten war. Eines Tages kam Frau Meier mit einem großen Lächeln ins Klassenzimmer. »Kinder, ich habe aufregende Neuigkeiten«, sagte sie voller Begeisterung. Die Schüler hörten aufmerksam zu, ihre Erwartungen waren hoch. »Es gibt einen Wissenschaftswettbewerb in der Stadt. Der Gewinner bekommt ein Stipendium für die Schule«, erklärte Frau Meier, und die Aufregung im Raum stieg. Sarahs Augen wurden groß und leuchteten vor Freude. »Ein Stipendium«, dachte sie. »Das könnte meiner Familie helfen und mir eine bessere Zukunft geben.« Frau Meier sagte weiter: »Ihr müsst ein Projekt über Gesundheit oder Wissenschaft machen. Ihr habt 2 Wochen Zeit, um alles vorzubereiten.« Zu Hause sagte Sarah zu ihrer Familie: »Ich möchte bei dem Wettbewerb mitmachen. Es ist eine Chance für mich.« Ihr Vater lächelte stolz und sagte: »Das ist wunderbar, Sarah. Wir unterstützen dich völlig. Du kannst alles schaffen, wenn du hart arbeitest.« Sarah arbeitete sehr hart an ihrem Projekt. Sie entschied sich für ein Plakat über sauberes Wasser und warum es wichtig für die Gesundheit ist. Amina half ihr tatkräftig. »Du kannst mein buntes Papier und meine Stifte benutzen«, sagte Amina großzügig. »Danke, Amina. Du bist die Beste«, sagte Sarah voller Dankbarkeit. Nach 2 Wochen voller harter Arbeit und Teamgeist fuhren Sarah und Amina in die Stadt zum Wettbewerb. Sarah sah viele andere Schüler mit ihren Projekten. Da wurde sie nervös und begann zu überlegen, ob sie wirklich gut genug war. Aber sie dachte auch an all die Unterstützung, die sie erhalten hatte. »Was ist, wenn mein Projekt nicht gut genug ist?«, dachte Sarah. Amina hielt ihre Hand und lächelte ermutigend. »Mach dir keine Sorgen, Sarah. Du hast hart gearbeitet. Glaub an dich«, sagte sie. Diese Worte gaben Sarah ein wenig Mut. Als Sarah an der Reihe war, stellte sie sich vor die Jury. Sie erklärte ihr Plakat mit viel Leidenschaft. Sie sprach darüber, wie sauberes Wasser Leben retten kann
und warum es so wichtig ist, es zu schützen. Die Richter lächelten und nickten, was ihr ein gutes Gefühl gab. Nach einer langen Wartezeit verkündeten sie den Gewinner. Das Stipendium geht an Sarah. Sarah konnte es nicht glauben. »Ich habe gewonnen«, rief sie voller Freude. Ihre Familie umarmte sie fest, und Amina klatschte und jubelte laut. Sarah lächelte überglücklich. »Das ist erst der Anfang meines Traums«, dachte sie und spürte, wie die Hoffnung in ihr aufblühte. Nach dem Gewinn des Stipendiums war Sarah sehr glücklich, aber sie fühlte auch etwas anderes: Hoffnung. »Ich kann das schaffen«, dachte sie. »Ich kann Ärztin werden.« Mit dem Stipendium konnte Sarah nun eine bessere Schule in einer nahegelegenen Stadt besuchen, die viele Möglichkeiten bot. Ihr Vater sagte: »Sarah, diese Schule wird dir helfen, mehr zu lernen. Aber sie ist weit weg von zu Hause. Bist du bereit?« Sarah nickte voller Entschlossenheit. »Ja, Papa, ich werde hart arbeiten und dich stolz machen.« Der erste Tag an der neuen Schule war aufregend und auch ein bisschen beängstigend. Sarah sah viele neue Schüler und sie fühlte sich unsicher. »Werden sie nett zu mir sein?«, fragte sie sich. Im Unterricht bat die Lehrerin, alle sich vorzustellen. Sarah stand auf und sagte: »Mein Name ist Sarah. Ich liebe Naturwissenschaften und ich möchte Ärztin werden.« Einige Schüler lächelten freundlich. Ein Mädchen namens Leila sagte: »Das ist toll. Ich liebe Naturwissenschaften auch. Lass uns zusammen lernen.« Sarah freute sich über die Einladung. »Danke, ich würde gern mit dir lernen«, sagte sie, und ein Gefühl der Freude erfüllte ihr Herz. In der Mittagspause sprachen Sarah und Leila über ihre Träume und Ziele. »Ich möchte kranken Menschen helfen«, sagte Sarah mit einem Lächeln. Leila nickte begeistert. »Ich auch. Wir können uns gegenseitig helfen.« Sarah fühlte eine neue Art von Freude in ihrem Herzen. Sie fand neue Freunde und lernte jeden Tag neue Dinge. Am Abend schrieb sie in ihr Heft: »Das ist ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich gehe Schritt für Schritt weiter.« Die neue Schule war spannend, aber auch schwer. Die Klassen waren größer. Die Lehrer gaben mehr Hausaufgaben und Sarah musste sich oft anstrengen. Eines Abends saß sie an ihrem Schreibtisch. Das Buch war offen, aber ihre Augen waren müde. »Ich bin so müde«, dachte sie. Ihre Mutter kam ins Zimmer und sah ihre Tochter besorgt an. »Sarah, du solltest dich ausruhen«, sagte sie sanft. Sarah schüttelte den Kopf und widersprach: »Nein, Mama, ich muss lernen. Morgen habe ich einen Test.« Ihre Mutter lächelte stolz. »Ich bin stolz auf dich, meine Tochter, aber vergiss nicht zu schlafen. Schlaf ist wichtig für deinen Kopf.« Am nächsten Tag ging Sarah zur Schule. Sie gab ihre Arbeit ab und hoffte, dass sie gut war. Nach dem Unterricht fragte Leila: »Wie war der Test?« Sarah sagte: »Er war schwer, aber ich glaube, es war okay.« Leila lächelte und meinte: »Du machst das immer gut, mach dir keine Sorgen.« Am Ende der Woche bekam Sarah ihren Test zurück. Sie hatte die beste Note in der Klasse und fühlte sich großartig. Die Lehrerin sagte: »Sarah, du arbeitest sehr fleißig, mach weiter so.« Sarah lächelte glücklich. Sie dachte: Hart zu arbeiten ist nicht leicht, aber es lohnt sich. In dieser Nacht versprach Sarah sich selbst: Egal wie schwer es wird, ich werde niemals aufgeben. Sie wusste, ihr Traum war noch weit weg, aber sie war bereit für den Weg. Sarahs harte Arbeit zeigte Ergebnisse, und sie war stolz auf sich. Aber manchmal fühlte sie sich an der neuen Schule auch einsam, denn viele Schüler kamen aus reichen Familien. Sie hatten schöne Kleidung, neue Bücher und sogar Nachhilfe. Eines Tages saß Sarah nach dem Unterricht allein in der Bibliothek. Sie las in ihrem Wissenschaftsbuch,
als sie über die wichtigen Themen des Lebens nachdachte. Da kam ein Mädchen zu ihr. Es war Amina, ihre gute Freundin, die sie nicht vergessen hatte, auch wenn sie neu in der Stadt war. Amina lächelte und setzte sich neben Sarah. »Ich habe dich vermisst«, sagte sie. »Wie läuft es in der neuen Schule?« Sarah lächelte zurück und fühlte sich sofort besser. »Es ist aufregend, aber manchmal auch schwer«, antwortete sie. »Ich habe viele Hausaufgaben und es gibt so viel zu lernen.« Amina nickte. »Komm, lass uns zusammen lernen. Dann macht es mehr Spaß.« Sarah fühlte sich glücklich, dass sie wieder Zeit mit ihrer Freundin verbringen konnte. »Hallo Sarah«, sagte Amina mit einem Lächeln. »Möchtest du zusammen lernen?« Sarah sah überrascht auf. »Wirklich? Du willst mit mir lernen?« »Ja«, sagte Amina freundlich. »Du bist sehr klug. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen.« Von diesem Tag an wurden Sarah und Amina Lernpartnerinnen. Sie arbeiteten zusammen an Matheaufgaben und unterstützten sich, wenn einer von ihnen etwas nicht verstand. Sie lasen Texte und tauschten Ideen aus. Amina erzählte Sarah auch von einem Stipendienprogramm, das vielen Schülern half. »Wenn du dich bewirbst, können sie dir helfen, Bücher zu kaufen und die Schule zu bezahlen«, sagte Amina. Sarahs Augen leuchteten vor Aufregung. »Wirklich? Das wäre wunderbar. Ich würde so gerne neue Bücher haben.« Mit Aminas Hilfe füllte Sarah den Antrag aus. Sie arbeitete hart daran und achtete auf jedes Detail. Ein paar Wochen später kam ein Brief. »Sarah, komm her«, rief ihre Mutter aufgeregt. »Du hast Post bekommen.« Sarah öffnete den Brief langsam und mit zitternden Händen. Sie las die Worte: »Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Stipendium erhalten.« Tränen füllten ihre Augen vor Freude. »Mama, das bedeutet, ich kann Bücher kaufen. Ich kann weiter lernen.« Ihre Mutter umarmte sie fest und lächelte stolz. »Ich bin so stolz auf dich, Sarah. Du hast es dir wirklich verdient.« Am nächsten Tag dankte Sarah Amina mit einem strahlenden Lächeln. »Du bist nicht nur meine Freundin. Du bist meine Helferin und mein Vorbild.« Amina lachte und erwiderte: »Wir helfen uns gegenseitig, Sarah. Das machen Freunde. Es ist schön, dass du das Stipendium bekommen hast.« Das Stipendium brachte neue Hoffnung in Sarahs Leben. Mit dem Geld kaufte Sarah ihre ersten neuen Bücher und eine richtige Schuluniform. In der Schule fühlte sie sich stolz und sicherer. Sarah lernte härter als je zuvor. Sie liebte Naturwissenschaften am meisten. Ihre Lehrerin, Frau Meier, bemerkte das und war beeindruckt von Sarahs Fortschritten. »Sarah«, sagte sie eines Tages, »du machst große Fortschritte. Nächsten Monat gibt es einen Wissenschaftswettbewerb. Möchtest du teilnehmen?« Sarah war nervös, aber auch aufgeregt. »Glauben Sie, ich kann gewinnen?« fragte sie mit zögerlicher Stimme. Frau Meier lächelte ermutigend. »Gewinnen ist nicht das Wichtigste. Dein Bestes zu geben zählt. Wenn du hart arbeitest, wirst du es schaffen.« Sarah nickte und begann mit der Vorbereitung. Jeden Abend lernte sie nach der Hausarbeit. Amina half ihr bei Übungsfragen und motivierte sie weiterzumachen. Gemeinsam erarbeiteten sie sich die Themen und hatten viel Spaß dabei. Der Tag des Wettbewerbs kam schnell. Sarah war eine der jüngsten Teilnehmerinnen. Der Raum war groß und voller Schüler, die sehr selbstbewusst wirkten. Als Sarah an der Reihe war, stellte sie sich nach vorne und atmete tief durch. Sie beantwortete Fragen über Pflanzen, Tiere und den menschlichen Körper. Ihre Hände zitterten ein wenig, aber sie erinnerte sich an Frau Meiers Worte. »Gib dein Bestes.« Als die Ergebnisse verkündet wurden, konnte Sarah es kaum glauben.
Sie hatte den 2. Platz gewonnen. Am nächsten Tag klatschte die ganze Schule für sie. Sogar der Schulleiter schüttelte ihr die Hand und sagte: »Sarah, du bist ein Beispiel für Fleiß und Durchhaltevermögen. Mach weiter so.« Sarah war unglaublich stolz. Nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf ihre Familie, die sie immer unterstützt hatte. Sie wusste, das war erst der Anfang ihrer Reise. In der Schule lief es gut, und sie freute sich auf die nächsten Schritte in ihrem Leben und auf all die neuen Abenteuer, die vor ihr lagen. Sarah wusste, dass sie mit harter Arbeit und Unterstützung alles erreichen konnte. Sie hatte gelernt, dass Freundschaft und Zusammenhalt einen großen Unterschied machen. Sie wollte ihre Träume nicht nur für sich selbst verfolgen, sondern auch für ihre Familie und ihre Freunde. Aber zu Hause war das Leben schwer. Die Familie hatte wenig Geld, und das machte alles schwieriger für alle. Eines Tages sprach Amina mit ihr. »Sarah, ich werde mit der Schule aufhören«, sagte sie traurig. Sarah war schockiert und konnte es nicht glauben. »Warum? Du liebst die Schule. Du bist so klug. Du hast so viel Potenzial.« Amina lächelte sanft, aber es war ein trauriges Lächeln. »Ich möchte, dass du deinen Traum lebst. Du kannst Ärztin werden. Ich werde arbeiten und der Familie helfen, damit wir über die Runden kommen.« Am nächsten Tag begann Amina in einem kleinen Laden zu arbeiten. Sie gab ihr Geld den Eltern, um die Familie zu unterstützen. Sie kaufte Sarah sogar eine neue Schultasche, die schön und farbenfroh war. Sarah war traurig über Aminas Entscheidung, aber auch dankbar für alles, was Amina tat. Sie schrieb Amina einen Zettel. »Liebe Amina, danke für alles. Ich werde hart lernen und dich stolz machen. In Liebe, Sarah.« Amina lächelte jedes Mal, wenn sie den Zettel las, und das machte Sarah glücklich, weil sie wusste, dass ihre Freundschaft stark war. Sarah lernte noch härter. Sie wollte ihre Familie stolz machen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben. Die Schule kündigte einen großen Test an. Er war sehr wichtig. Wenn Sarah gut abschnitt, konnte sie ein Stipendium für die weiterführende Schule bekommen. Frau Meier sagte: »Sarah, ich weiß, dass du es schaffen kannst. Lern fleißig. Ich glaube an dich.« Sarah lernte jeden Abend, voller Entschlossenheit. Sie las bei Kerzenlicht, weil es im Dorf keinen Strom gab. Amina saß neben ihr und half, wann immer sie konnte. Sie wiederholten die wichtigsten Themen und schrieben sich gegenseitig Fragen auf, um sich besser vorzubereiten. Der Testtag kam. Sarah war nervös. »Was ist, wenn ich durchfalle?«, dachte sie und fühlte sich unwohl. Amina umarmte sie fest und sagte: »Du bist klug, Sarah. Glaub an dich selbst. Du hast hart gearbeitet, und das wird sich auszahlen. Ich glaube an dich.« Sarah betrat den Klassenraum und fühlte sich aufgeregt. Sie sah die anderen Schüler, die ebenfalls nervös waren, und atmete tief ein. Sie las jede Frage genau und konzentrierte sich. Sie dachte nach und schrieb ruhig, ohne sich ablenken zu lassen. Als sie fertig war, lächelte sie erleichtert. Sie wusste, sie hatte ihr Bestes gegeben, egal was passierte. Eine Woche später kamen die Ergebnisse. Frau Meier rief Sarah nach vorne. »Sarah, du hast die höchste Punktzahl. Du bist eine der besten Schülerinnen.« Sarah konnte es nicht glauben und rannte voller Freude nach Hause. »Amina, ich habe es geschafft.« Amina wartete schon und umarmte sie fest. »Ich wusste es. Du hast es dir verdient, Sarah. Du bist so hart auf dem Weg zu deinem Traum gegangen.« Jetzt konnte Sarah auf die weiterführende Schule gehen. Ihr Traum war einen Schritt näher.
Sarah begann die weiterführende Schule in der nahegelegenen Stadt. Sie war viel größer als ihre Dorfschule und für Sarah war alles neu. Sarah war aufgeregt, aber auch nervös. Sie sah neue Gesichter und eine große Schule, die voller Leben war. Es gab viele Klassenräume und viel mehr Schüler als zuvor. Sarah fühlte sich klein und verloren, aber sie wusste, dass sie stark sein musste. Sie wollte ihren Traum verwirklichen und Ärztin werden. Sie erinnerte sich an die Unterstützung von Amina und Frau Meier und fühlte sich motiviert, weiterzumachen. Viele Schüler hatten schöne Kleidung und neue Taschen. Sarahs Kleidung war alt und abgetragen, und sie fühlte sich oft unwohl dabei. Sie hatte nur ein Heft, das fast leer war. Es war traurig, dass sie nicht mehr hatte. Manche Schüler lachten über sie und tuschelten hinter ihrem Rücken. Aber Sarah gab nicht auf. Sie lernte hart, jeden Tag und jede Nacht. Die Lehrer bemerkten es und lobten sie oft. »Sarah, du bist sehr klug«, sagten sie mit freundlichen Stimmen. In der Mittagspause saß sie oft allein unter einem Baum. Sie vermisste Amina und ihr kleines Dorf. Es war still und einsam, und manchmal fühlte sie sich traurig und verloren. Aber sie erinnerte sich an ihren Traum. »Ich will Ärztin werden«, flüsterte sie leise zu sich selbst, und das gab ihr Kraft. Eines Tages setzte sich ein Mädchen neben sie. »Hallo, ich bin Julia. Wie heißt du?« fragte sie freundlich und schaute Sarah direkt an. »Ich bin Sarah«, sagte sie schüchtern und schaute auf ihren Teller. Julia lächelte und strahlte Wärme aus. »Lass uns zusammen essen, es macht mehr Spaß«, sagte sie. Julia wurde Sarahs erste Freundin an der neuen Schule. Sie half ihr beim Lernen und erklärte schwierige Aufgaben, die Sarah oft schwer fielen. Bald fand Sarah noch mehr Freunde. Alle mochten sie, weil sie freundlich und klug war. Sarah fühlte sich glücklich und erleichtert. »Ich bin nicht mehr allein«, dachte sie bei sich und lächelte. Im Unterricht bekamen sie ein Projekt. Sie sollten ein Modell des menschlichen Körpers bauen. Sarah hatte kein Geld für Materialien und fühlte sich frustriert. Aber Julia und ihre Freunde halfen ihr. Sie nutzten alte Kartons und Papier, die sie in ihren Häusern fanden. Gemeinsam bauten sie ein schönes Modell. Der Lehrer sah es an und sagte: »Sarah, das ist das beste Projekt, sehr gut gemacht.« Sarah lächelte stolz. Sie liebte die Naturwissenschaften und ihre Begeisterung wuchs immer mehr. Sie wusste jetzt mehr denn je. Sie wollte Ärztin werden. An einem Wochenende kehrte Sarah ins Dorf zurück. Sie umarmte Amina, ihre beste Freundin, die sie immer unterstützt hatte. »Ich habe dich vermisst«, sagte Sarah mit einem Lächeln. Amina gab ihr eine kleine Tasche. »Ich habe etwas Geld gespart. Kauf dir neue Bücher«, sagte sie mit Freude. Sarahs Augen füllten sich mit Tränen der Dankbarkeit. »Danke, Amina. Du bist die beste Freundin, die ich mir wünschen kann.« Mit den neuen Büchern lernte Sarah noch besser und fühlte sich glücklich, so eine Schwester im Geiste zu haben. Am Ende der Schulzeit hörte Sarah von einem großen Stipendium für die Universität. Es war für den besten Schüler der Schule. Sarah wollte es unbedingt gewinnen, um ihre Familie stolz zu machen. Sie wusste, dass sie dafür hart arbeiten musste. Sie lernte Tag und Nacht, wiederholte alles, was sie gelernt hatte, und bereitete sich sorgfältig vor. Nach den Prüfungen rief der Direktor sie in sein Büro. »Sarah, du hast das Stipendium bekommen«, sagte er mit einem breiten Lächeln. Sarah konnte es nicht glauben. »Ich habe es geschafft«, rief sie voller Freude und rannte los, um Amina anzurufen. »Ich gehe zur Universität, ich kann es kaum erwarten.«
Das Studium war schwer. Sarah musste viele Stunden lernen und oft sehr viel lesen. Sie arbeitete auch in der Bibliothek, um Geld zu verdienen und ihre Ausgaben zu decken. Ihre Professoren waren freundlich und unterstützten sie, wo sie konnten. »Sarah, du hast eine gute Zukunft vor dir«, sagten sie ermutigend. Sarah lernte andere Studenten kennen, die ebenfalls Ärzte werden wollten. Sie halfen sich gegenseitig und motivierten sich, wenn es schwer wurde. Langsam wurde ihr Traum wahr. Nach vielen Jahren beendete Sarah stolz ihr Studium. Sie wurde Ärztin, und als sie in ihr Dorf zurückkehrte, jubelten alle. Amina umarmte sie fest und sagte: »Ich bin so stolz auf dich, Sarah. Du hast deinen Traum verwirklicht.« Sarah lächelte glücklich. Sie eröffnete eine kleine Klinik im Dorf und half kranken Menschen. Alle nannten sie Dr. Sarah. Sie sah Amina an und sagte: »Wir haben es geschafft. Unsere Träume sind wahr geworden. Wir haben an uns geglaubt. Jetzt können wir anderen helfen und sie unterstützen.« Vielen Dank, dass du Sarahs Geschichte bis zum Ende verfolgt hast. Es bedeutet mir viel, dass du hier bist und mit mir diese Reise teilst. Sarah hat so hart für ihre Träume gearbeitet, und ich hoffe, dass ihre Entschlossenheit und ihr Mut dich inspiriert haben. Jeder von uns hat Ziele und Träume, die wir erreichen möchten, egal wie groß oder klein sie sind. Was sind deine Träume? Was möchtest du im Leben erreichen? Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Teile deine Gedanken und Ziele in den Kommentaren und lass uns darüber sprechen. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ermutigen. Wenn du Fragen hast oder mehr Geschichten hören möchtest, lass es mich wissen. Ich freue mich immer über dein Feedback und deine Anregungen. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Geschichten verpasst. Gemeinsam können wir wachsen und unsere Träume verwirklichen. Jede Geschichte, die ich schreibe, ist für dich, und ich hoffe, sie bringen Freude und Inspiration in dein Leben. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf deine Kommentare und darauf, mehr spannende Geschichten mit dir zu teilen.